Ja, willkommen zurück bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Hier in dem 4. Fall von Abbey Grange. Wir suchen jetzt erstmal, beziehungsweise wir suchen ja jetzt zu Beginn der Folge, suchen wir erstmal in den Archiven nach der Besatzung des Schiffes, mit der die beiden Damen hier nach England gekommen sind, um da eventuell ein paar Verdächtige zu bekommen. Aber wir lesen auch nochmal einen Brief und gucken mal, was in dem Brief steht. Vielleicht wieder von unserem Bruder. Blinkhorns Reue. Ach stimmt, genau, das ist der vom letzten Fall. Wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut ihn noch nicht unbedingt an, weil sonst ist es jetzt ein bisschen gespoilert. Also Mr. Holmes, heute wurde mir zum ersten Mal gestattet, einen Brief zu schreiben. Und Sie sind die erste Person, an die ich mich wenden möchte. Ich bereue alles, was ich getan habe, und gleichzeitig bin ich Ihnen dankbar dafür, dass Sie die Wahrheit ans Licht gebracht haben. Es war eine unbezahlbare, wichtige Lektion für mich. Darüber hinaus bin ich Ihnen für meine milde Strafe zu großem Dank verpflichtet. Auf diese Weise werde ich schon bald wieder ein erfülltes Leben genießen können, ohne von der Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. Hochachtungsvoll, Percival Blinkhorn. Ja, da war ich ja so ein bisschen baff, ehrlich gesagt, dass wir da, als wir gesagt haben, Gnade für den, beziehungsweise eine mildere Strafe, dass auf einmal hieß, ja, wir helfen dir, weil es war immer noch ist ja immer noch ein Mörder, nur, weiß nicht, den Galgen hätte ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen krass gefunden. Wie gesagt, Diskussion gerne in die Kommentare und jetzt erstmal nach der Besatzung suchen. Ja, okay. Forschungsberichte, Zeitung probieren. So, und zwar brauchen wir die Rock of Gibraltar 1993. Dann gucken wir mal hier. Da, Ankunft der Rock of Gibraltar. Ankunft der Rock of Gibraltar. Ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton London Line, Cunard Burlington James Street in London, ist nach einer 6-monatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Eustace Brackenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Here it is. Gut, das hat uns aber nicht so viel weitergebracht, um ehrlich zu sein, weil wir noch keine Passagier, keine Crew The haben. shipping company, the Adelaide Southampton London Line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Ach, diese kleinen Kinder wieder. Erstmal den Wiggins. Wiggins, could you come upstairs, please? Erstmal schön die Kinder in Gefahr bringen, so gehört sich das. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 Stunden später. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Jawollo. Auf welchen Tisch hat er denn jetzt gelegt? Ah, hier glaube ich, ne? Namensregister. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. Richtig. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships.
Let us find out who was in London upon November the 7th. Ja. Okay, was haben wir hier? Ich war Talcott, Salward, Woods. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Okay. Was haben wir hier? Graham, 4. Offizier. Der war aber nicht dabei. Dann gucken wir mal hier. Abfahrt. 28. Januar. Okay, die können auch nicht mit dabei gewesen sein. Abfahrt am 10. November. Hallo Cooper. Jack Crocker. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Okay, wen haben wir denn hier noch? William, ne, da haben wir keinen mehr. Gucken wir mal hier noch weiter. 23. Oktober. Ja, da würde auch noch einer verpassen. Wen haben wir denn hier noch? Pitchford haben wir nicht. Sanders haben wir nicht. Von der Länder haben wir auch nicht. Walker? Da. Walker. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Achso, Abfahrt. Okay. Okay, wen haben wir hier noch? Woods, das haben wir ja schon gehabt. Ginian, Jacobs, Graham. Okay, da haben wir, glaube ich, keinen von. Dann haben wir hier noch den Chill. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Ja, wir schließen die alle auch einfach aus. Das müsste eigentlich dann passen. Okay, wen haben wir hier noch? Bustle, Clan, Hawkins. Den können wir dann This auch officer ausschließen. was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Okay. Zack, den schließen wir auch noch aus. Dann haben wir hier noch Jack Crocker. Mr. Jack Crocker Ach so, was ja. in London upon the date of Ja. the crime, and he is due to depart in 2 days. Okay, dann haben wir jetzt sonst noch einen. Stuart. Nö. Hier haben wir noch Herbert Whittington. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Okay. Und Southward. Southward. Nö. Southward. Da. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Down. Ja, Mr. Jack Crocker. Dann habe ich ja, eine schlechte Information für Sie. Eine schlechte Nachricht. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Boah, nicht, dass es wieder so Armdrücken machen muss, ey. Das war letztes Mal schon so eine kleine Katastrophe. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Einige Zeit später. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Erstmal anschauen den Typen. Klarer Ausdruck, ehrlich. Kräftiger Körperbau. Matrosenmesser, damit könnte er zum Beispiel das Ding da durchgeschnitten haben. Habe ich irgendwas, was ich übersehen habe? Saubere Stiefel. Gut, weiß ich jetzt nicht, was das unbedingt mit dem Charakter zu tun hat. Okay, Lady Brackenstall. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How
dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Sie haben sie gefesselt. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Hier Seemannsknoten. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Da hat Your theory is recht. flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night. It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No, there is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Was? Now I understand why you dissected the bell rope. Ach ja. Tja, er hat natürlich ein Alibi, aber was, wenn ich das anklicke? Boah, scheiße, die war dann. Aber wenn wir das nehmen, dann passt das nicht. Das kann doch noch nicht vorbei sein. Mal ganz im Ernst. Wir müssen doch irgendwas übersehen haben. Kann man nicht eher... My analysis table. It is useful for my work. Okay. Ja, also an sich würde ich schon sagen, deutet alles auf den Captain hin. Aber mir fehlt noch so dieser eine letzte Beweis. Dieses kleine Quäntchen. Das fehlt mir noch. Weil so sind es einfach nur Aussagen und Vermutungen. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about. Oh, what a horrible thing to have... Please leave my Mary alone. She's... Aber hier... gibt's auch nichts mehr. Dass man irgendwie sich anschauen kann. Alter, das kann doch nicht das Rätsels Lösung sein. Das hier... dass der Captain das war. Was wir machen? Tja, Captain ist der Täter. Ich glaube nicht, dass das... eigentlich, also...
Ja, wollte er sie nur beschützen? Wurde die in Notwehr begangen? Oder war das ein Plan? Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das mehr so ein Plan war, oder? Aber ich meine, warum sollte danach, wenn es wirklich Notwehr gewesen wäre, dann hätte man danach die Polizei gerufen, das erklärt. Aber sie wurde noch an den Stuhl gefesselt, diese 3 Randalls wurden dafür verantwortlich gemacht. Das Tafelsilber wurde nochmal geklaut. Also es spricht ehrlich gesagt wirklich für einen Plan. Ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden mit dem Fall. Aber ja, ich würde mal, ja, keine Ahnung, also wenn wir falsch liegen, dann spielen wir normal oder dann könnt ihr gerne entscheiden, ob wir das nochmal machen oder nicht. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, keine Gnade. Und ja, bestätige diese moralische Entscheidung und dann schauen wir mal, ob wir richtig liegen oder nicht. Weil so ganz zufrieden bin ich noch nicht. Irgendwie entweder sind wir so gut geworden, woran es natürlich liegen wird, oder der Fall war einfach kürzer. Oder es kommt jetzt noch was. Kann auch sein. Naja, wir fahren mal fort, schauen mal, was wir jetzt zu tun haben. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Vor allem, wir haben ja keine Beweise. Weniger als 1 Stunde später. Wir haben keine Beweise, die er nicht widerlegen könnte. Na, ehrlich. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailors' knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. Ah, It is okay. time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Will er sich jetzt boxen? Achso, klicken. Weh. Oh Gott. Geil. Nicht so voreilig, Kapitän. Achso, der wollte sich umbringen. You should have let me die. How can I live if Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once. Ja, das ging wirklich schnell. Gucken wir mal die gefundenen Hinweise. Ja, wir haben alle gefunden. Der Kapitän ist der Täter. Ja, okay.
damit war das auch schon der Fall von der Affäre in Abbey Grange. Sehr schnell vorbei. Gerade mal 3 Folgen. Ja, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Aber die letzten Fälle waren eigentlich immer sehr, sehr, sehr groß, sehr, sehr viel hin und her gelaufen. Aber am Ende haben wir den Täter auch geschnappt jetzt. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute. Und dann in der nächsten Folge sind wir dann im nächsten Fall von Sherlock Holmes. Wie auch immer der heißen wird, aber das werden wir dann sehen. Bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Sherlock Holmes wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.